Hallo Leute und willkommen zu meinem ersten vlogartigen Video auf diesem Kanal. Ich bin Ryume, ich bin Anime-Fan, ich mag Pokémon-Karten sammeln, ich bin eigentlich durch und durch eine Nerdin, hätte ich gesagt. Ich bin mit Animes aufgewachsen. Ich bin nicht ganz so ein krasser Anime-Fan, also ich gucke jetzt nicht alles. Ich habe so bestimmte Arten von Animes, die ich mag. Die aktuellsten Animes, die ich schaue, ist One Piece. Da versuche ich immer einen Monat nicht zu schauen, damit ich dann 4 Folgen habe, die ich gucken kann, weil mich das mal aggressiv macht, jede Woche nur eine Folge sehen zu können. Dann Boku no Hero Academia, da warte ich auf die neueste Staffel, und natürlich Demon Slayer. Und gestern war ich in der ersten Aufführung von Demon Slayer Infinity Castle in dem Kino und wollte heute so eine Art Review machen, wie ich den Kinofilm fand, ohne zu spoilern. Also ich versuche das so ein bisschen kurz zu fassen, ohne zu spoilern. Genau. Ja, Infinity Castle. Ich bin direkt in die erste Aufführung gegangen um 17 Uhr. Das war im UCI-Kino. Unbezahlte Werbung im Übrigen. Aber das Besondere im UCI-Kino war, dass man da noch Goodies extra gekriegt hat, also Geschenke gekriegt hat. Ich weiß, dass es nur vereinzelt Kinos gab, wo man diese Extras bekommen konnte. Und als ich dann hörte, okay, dass das bei UCI war, habe ich dann im UCI Tickets gebucht. Mein Bruder hatte Geburtstag und er hatte sich gewünscht, dass wir in den Film reingehen. Und das hat mir natürlich total gepasst. Ich dachte mir, ja, diesen Geburtstagswunsch erfülle ich dir natürlich gerne. Und ich muss sagen, ich bin ja so oder so total fasziniert von diesem Anime. Allein der Grafik, allein der Animationen, wie wahrscheinlich viele von uns. Das wirklich einfach, aber dieser Film, also das war wirklich einfach nur so krass. Ich war so am Popcorn essen, als wir im Kino waren. Und als der Film anfing, war ich wirklich so, ich bin so stehen geblieben und da war einfach nur schockiert von dieser Grafik. Das war kein 3D-Film, aber die haben es geschafft. Ich habe ja auch schon gehört, dass sie mit CGI da irgendwie das so teilweise erstellt haben. Und das war irgendwie dreidimensional, obwohl es kein 3D-Film war. Die haben das Teil so echt gemacht, dass das so aussah, als wäre das gar keine Animation mehr, sondern teilweise an manchen Stellen sah es so aus, als wäre das halt real. Und ich hatte richtig Gänsehaut schon in den ersten 2 Minuten und bin da so mit meinem Popcorn eingefroren. Also ich kann den Film auf jeden Fall empfehlen, allein deswegen schon, weil diese Technik und diese Animations einfach viel mehr reinknallt als im Anime schon. Und der Anime ist schon richtig krass. Und also es ist eine ganz andere Erfahrung. Jetzt muss man, glaube ich, noch 3 Jahre oder so warten, bis der nächste Film rauskommt. Ich hoffe nicht, dass sie das endlos in die Länge ziehen. Ich hatte gehört, dass ungefähr 3 Filme geplant sind, aber es sein könnte, dass sie vielleicht da auch nochmal das in die Länge ziehen könnten, wenn das sich jetzt natürlich super vermarktet und die damit richtig viel Kohle machen. Ich hoffe natürlich nicht. Weil ich bin nicht so ein Fan davon, wenn das Ende zu sehr in die Länge gezogen wird. Was ich auch sehr, sehr toll fand, ist, dass man noch so ein bisschen Szenen von anderen Säulen und Kämpfen gesehen hat. Also, dass jetzt nicht nur so Stück für Stück abgearbeitet wurde, dass jetzt erstmal nur diese Säulen gegen diesen Dämon kämpfen, dann diese Säulen gegen diesen Dämon, sondern dann hat man noch so verschiedene Kämpfe gesehen, aber dann wurde sich am Ende schon so auf einen Kampf fokussiert. Was ich generell auch toll finde, ist, dass man natürlich immer diese Backstories erfährt, und ich bin noch mega gespannt auf die anderen Backstories von den Upper Moon Dämons. Also ich bin da sehr, sehr gespannt, auch mit Akaza. Ich meine, das habt ihr im Trailer gesehen, dass Akaza gegen Gyu und Tanjiro kämpft, und die Backstory von Akaza hat mich sehr überrascht tatsächlich. Also die hat mich schon sehr überrascht, und ich hatte auch mit meinem Bruder so ein bisschen darüber geredet, also nach dem Film, dass hatte er so diese Theorie, dass Muzan vielleicht mit seinem Blut, also dass er vielleicht so selbst entscheiden kann, bei wem er das Gedächtnis auslöscht bei den Dämonen und bei wem vielleicht nicht. Weil manche können sich halt
irgendwie an ihre Vergangenheit erinnern und manche halt gar nicht. Und das ist jetzt die Frage, warum das so ist. Ja, auf jeden Fall, was ich auch cool fand, dass das alles so ein bisschen ernster gehalten wurde. Ich meine, ich liebe diese Comedy-Szenen, aber da gab es auch ein paar lustige Momente, so ist nicht. Aber es war ja natürlich eine ernste Situation und das wurde alles natürlich so ein bisschen ernster gehalten, was ich auch ganz gut fand. Ja, also so im Ganzen fand ich den Film wirklich einfach sehr, sehr gut. Also es ist was ganz anderes. Das ist wirklich ein ganz andere Art von Film, den ich bis jetzt gesehen hatte, also so Kinofilm, Animationsfilm. Ich war bis jetzt bei Animes eigentlich nur in Death Note, in dieser Realverfilmung gab es mal im Kino bei UCI, war ich drin gewesen und, was war ich noch? Ansonsten halt so Studio Ghibli und solche Sachen, ne? Also ich kann verstehen, warum das so krass gehypt wird und warum das so viele Menschen angesehen haben und Bewertung ist ja auch total top bei dem Film. Natürlich ist das immer so ein bisschen Geschmackssache. Für den einen oder anderen ist vielleicht das eine oder andere vielleicht fehlt vielleicht oder ist ein bisschen doof gemacht und ich bin auch mega gespannt wegen Nezuko. Ich meine, wenn ihr den Anime gesehen habt, dann ist das, ich denke mal, ihr habt den Anime gesehen, sonst würdet ihr euch wahrscheinlich nicht für den Film interessieren. Und da war es ja so, dass Nezuko in der Menschenwelt ist und nicht in dieser Parallelwelt. Und ich bin mega gespannt, ob die es vielleicht irgendwie schafft, auch in diese Welt zu kommen oder ob die da wirklich einfach nur die ganze Zeit in dieser Menschenwelt bleibt. Also da sind noch so viele Fragen bei mir im Kopf offen, was da passieren könnte. Oder ihr habt ja auch die letzte Folge im Anime gesehen mit Muzan, der ja jetzt geschwächt wurde und teilweise aufgehalten wird und ja, wie sich das alles halt entwickelt, ne? Oder dieser Upper Moon Dämon, der, ich habe den Namen vergessen, die ja mit diesem Musikinstrument noch mehr Dimensionen erschaffen kann und das immer vergrößern kann, wie die überhaupt an diesen Dämon rankommen wollen. Das ist auf jeden Fall alles so im Ganzen interessant. Also im Grunde sind es ja 4, gegen die kämpfen müssen und es sind ja 8 Säulen, die gegen 4 Dämonen kämpfen müssen. Genau. Also ich fand das wirklich einfach nur 1A. Ich fand das 1A und mein Bruder hat zum Beispiel den Manga gelesen und hat mir natürlich gesagt, ohne dass das jetzt ein Spoiler ist, das ist ja generell so, dass im Manga dann zum Beispiel manche Szenen halt eher fehlen oder manche Sachen dann vielleicht im Anime in die Länge gezogen wurden und er selber fand das tatsächlich mit dem Anime, mit dem Film auch irgendwie viel besser teilweise gemacht bei einigen Kampfszenen, weil das im Manga einfach zu kurz gehalten wurde. Andererseits gab es da dann Kampfszenen, wo er sagte, ja, das hätte man auch kürzer halten können. Im Manga war das dann auch kürzer. Das war jetzt vielleicht ein bisschen zu lange. Und die stoßen auf jeden Fall auf ihre Grenzen und werden auch über ihre Grenzen hinausgehen. Also ich kann den Film wirklich allen und allen empfehlen. Und ich wollte euch gerne die Goodies zeigen, die ich habe. Ich hatte ja in meinem Short so eine Übersicht von allen gezeigt. Jetzt hier habe ich eigentlich nur den Poster und den Booster-Bundle da. Das Booster-Pack da, weil diese Lesezeichen und diese Sticker und was da für ein Gedöns war, wollte lieber mein Bruder haben, aber der wollte das Poster nicht, dann haben wir getauscht. Dann habe ich jetzt 2 Poster und er hat halt diese Sticker und Lesezeichen gedönst und ja, er hat jeweils einen Booster-Pack und ich habe ein Booster-Pack. Ich wollte das gerne zusammen mit euch öffnen, aber bevor ich das aufmache, wollte ich euch noch was zeigen. Und zwar hatte ich bei eBay etwas bestellt zu Demon Slayer, als der Film rauskam. Der erste Tag, wo man ich glaube, das war der 7. Juli gewesen. Ich weiß es nicht mehr genau. Das war irgendein bestimmter Tag, wo man dann die Tickets buchen konnte. Und ich habe die Tickets 1,5 Stunden, nachdem man das buchen konnte, gebucht. Und da waren schon fast alle Sitze belegt. Also wir haben gerade so noch einen Sitzplatz bekommen, der so
relativ mittig war, weil das sind ja immer so die besten Plätze. Und dann hatte ich mich interessiert, ob es nicht vielleicht schon, es gibt ja Kinos, die zum Beispiel Premiere-Tage haben, ob nicht vielleicht die ein oder anderen schon diese Booster auf eBay reingestellt haben, ob man die vielleicht nicht schon kaufen konnte, weil ich hatte so ein bisschen Angst, weil bei UCI hieß es ist limitiert. Und ich dachte mir, okay, ist das aber jetzt mehrere Tage limitiert oder ist das pro Aufführung limitiert? Weil ich war ja im Grunde in der ersten Aufführung, also hätte ich ja was abbekommen müssen. Aber ich hatte halt Angst und wollte diesen Booster-Pack haben. Und dann hatte ich geguckt und dann hatte ich da was gesehen und habe mir das bestellt. Und dann meinte mein Bruder irgendwie, ja, das ist aber nicht der Kinofilm, sondern das war der Kinofilm davor und dass es schon mal davor einen Kinofilm gab, von dem ich irgendwie gar keinen Plan hatte. Aber gut zu wissen. Ich bin auch so jemand, ne? Ich check irgendwie vieles irgendwie voll spät. Ich gucke mir die Animes an, ich hype die Animes und gucke mir dann aber nicht die Overs an oder irgendwie die Kinofilme manchmal oder lies manchmal nicht den Manga. Also ich bin so ein etwas eigenartiger Fan. Ich weiß nicht, weil als Fan sagt man ja immer, man guckt sich ja eigentlich so alles an oder hat von allem einen Plan. Das habe ich tatsächlich nicht. Auf jeden Fall hatte ich mir hier so 3 Karten bestellt. Das ist vom Kinofilm zum Training der Säulen. Ich wusste gar nicht, dass es das auch als Kinofilm gab. Ich dachte, das wäre nur im Anime so. Genau, und das Coole hierbei ist, also ich bin trotzdem froh, dass ich das geholt habe. Ich habe das für 3,50 € geholt. Das Coole ist, dass das irgendwie ein Bild ergibt, wenn ich das jetzt einmal richtig mache. Genau, das sind 3 Karten, die zusammen... falsch. Nochmal hier. Das sind 3 Karten, die zusammen ein Bild ergeben. Und ich dachte mir, oh, okay. Also war jetzt nicht schlecht, dass ich das gekauft habe, weil jetzt habe ich diesen Booster, diese Zugabe vom davorigen Kinofilm auch. Aber ich dachte mir dann, ey, machen die das dann vielleicht auch jetzt beim neuen Film so, bei Infinity Castle, dass das so Booster sind, die dann zusammen ein Bild ergeben. Ja, und das werden wir uns zusammen anschauen. Wir gucken uns das zusammen an. Genau, hier ist der Booster Pack und ich werde das jetzt ganz live öffnen. So. Im Übrigen würde es mich freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, wie ihr generell mein erster Versuch, eine Review zu führen, fandet. Also ich will ja allgemein, ich mache ja so allgemein Vlog-Sachen, so alles Mögliche, was ich zu Anime, Conventions oder alles Mögliche, was mich so interessiert, dass ich das als Shorts hochlade. Aber ich könnte mir vorstellen, vielleicht ab und an mal, vielleicht einmal im Monat noch ein Video irgendwie hochzuladen. Aber müsst ihr mir sagen, ob ihr das alles so gut findet und ob ihr mein Gesicht ertragen könnt, das öfter zu sehen hier auf YouTube. Genau, so, wir machen das auf. Bei mir war klar, ich wollte das behalten. Ich will das behalten, ich will das nicht weiterverkaufen oder so. Das ist eine sehr, sehr schöne Erinnerung für mich. Ich bin mal gespannt, ob das alles ein Bild ergibt. So, haben wir erstmal das hier. Das ist ja direkt dieses Poster vom Kinofilm als einzelne Karte. Ja, dann haben wir hier, das sieht eher danach aus, als würde es ein ganzes Bild ergeben. Okay, noch nicht ganz. Okay, hier sind die in diesen Infinity Castle drin. Aber ich sehe da irgendwie keine Übergänge. Ich sehe da keine Übergänge. Tatsächlich. Okay, also ergibt das anscheinend doch nicht ein Bild. Schade, aber sonst auch cool. Also das sind hier anscheinend einzelne Bilder. Genau. Wo ist das jetzt? Hier. Und das ist ein einzelnes Bild. Ja, das sind alles einzelne Bilder, ne? Hier sieht man die... Ach nein! Dann sind es ja 5. Habe ich voll vergessen. Ich habe den hier voll vergessen. Das sind ja 5 Upper Moon Demons. Genau. Stimmt, dann sind es ja 5, weil da ist ja noch die eine, die... Hier, da ist die ja noch. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ich kann zählen. Das sind 5 Stück.
Die Qualität der Karte ist cool. Also das ist so beschichtet irgendwie. Sehr, sehr krass beschichtet. Fühlt sich schon so ein bisschen an wie Kunststoff. Hier haben wir Gio und Tanjiro, die gerade am Kämpfen sind. Boah, guckt mal, ey, die Gesichtsausdrücke. Nezuko haben wir auch noch da, obwohl sie gar nicht dabei ist. Aber vielleicht ist das ja ein Hinweis. Vielleicht kommt ja dann beim nächsten Film, wer weiß. Ich habe das irgendwie im Gefühl. Ich habe den Manga nicht gelesen. Ich habe gar keine Ahnung. Aber ich habe irgendwie im Gefühl, dass Nezuko sich auch da irgendwie hin telepathieren wird oder so. Ja, cool. Wie findet ihr die Booster? Also ich finde die nicht schlecht. Ja, finde ich cool, dass da mehrere drin sind. Also ich werde die definitiv behalten. Ich werde die nochmal einsleeven und vielleicht in so einen Top-Loader packen für die Leute, die sich damit nicht auskennen. Hier bei Pokémon ist das üblich, so ein Hardcover-Plastikteil. Werde ich die wahrscheinlich reintun. Sehr cool. Okay, ergibt nicht ein ganzes Bild, aber trotzdem sind die ganz cool. Yay, jetzt habe ich direkt von dem alten Film und von den neuen Filmen die Booster. Und dann gibt es ja noch eine Sache, und zwar das Poster. Das wollte ich euch auch gerne zum Schluss nochmal zeigen. Ich weiß nicht, ob man das nur bekommt, wenn man zu der IMAX-Vorstellung geht, weil wir waren ja in der IMAX-Vorstellung drin. Das könnte tatsächlich sein, dass man das nur da kriegt. Also schreibt mir das gerne in die Kommentare, falls ihr bei iSense wart und nicht bei IMAX, und ob ihr dann auch dieses Poster bekommen habt oder ob das anders bei euch aussieht. Es könnte ja auch sein, dass ihr auch dieses Poster habt, aber dann steht da iSense drauf oder so. Also ich finde das mega. Und mein Bruder wollte das nicht haben. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe gesagt, bist du sicher? Bist du sicher? Bist du sicher? Also ja, ich will das nicht. Da habe ich gesagt, ja komm, dann hier, nimm die Lesezeichen, dann nehme ich das Poster. Das werde ich auch irgendwo aufhängen. Ich weiß nur nicht wo. Ich muss hier nochmal alles komplett neu sortieren und dann werde ich das aufhängen. Ja, das war mein erster. Und das war jetzt mein erstes vlogartiges Video. Ich werde wahrscheinlich verschiedene Themen machen. Also alles rund um Manga und Anime und Japan und so weiter. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr mich mit einem Like unterstützt, einem Kommentar, und ihr würdet mich und meinen Kanal auch sehr mit einem kostenlosen Abo unterstützen. Ansonsten, ja, liegt mein Fokus mehr auf Shorts, damit ihr da Bescheid wisst. Würde ich mich freuen, wenn ihr euch auch meine Shorts anseht. Ansonsten, ja, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!